Hey, wie versprochen im letzten Video wollen wir uns noch einmal die ganzen Features und Neuerungen und Angebote, die der Mystery LC Server nächste Woche bringen wird, einmal anschauen im Deep Dive. Das wird in zwei Videos passieren. Einmal das hier Video, wo es um Systeme und um Features geht, und das zweite Video, was die Tage kommen wird, da wird es um Klassen und um Pets gehen. Ich denke, Klassen und Pets, da kann man viel mehr auch auf die einzelnen Klassen und Pets eingehen, und ich denke, das würde das Video hier sprengen, wenn wir das alles in einem versuchen würden. Deswegen heute ein paar Systeme und ein paar Features, über die schon einiges bekannt ist. Das erste, wo wir drüber reden wollen, ist das Achievement System, das, wer mich schon länger schaut oder meine Videos auf Déjà-vu Classic gesehen hat, war da ein ganz essentieller Feature-Part, der aber erst relativ spät kam. Hier wird es das von Anfang an geben. Die Achievements selbst sind, so wie ich das hier sehe, einfach Carbon Copies von Déjà-vu Classic. Allerdings wurden die guten Rewards ausgetauscht durch ein paar andere Sachen. Ich weiß nicht ganz genau, ob da noch was Großes kommt, ob das noch angepasst wird. Ja, aber ich denke, Achievement System ist selbsterklärend. Ich bin froh, dass sie das von Anfang an gebracht haben, weil es war etwas nervig, schon einiges gemacht zu haben, ein halbes Jahr lang, und dann nochmal alles neu machen zu dürfen, weil dann erst die Achievements kamen. Das nächste Feature ist der Battle Pass. Das ist auch ein gängiges Feature in Spielen, was man überall mittlerweile sieht. Auch hier gibt es wieder zwei Varianten. Einmal den normalen und einmal die Premium-Variante. Es gibt immer 20 Level und man sammelt die Punkte für den Battle Pass durch alle möglichen Aktivitäten. Kann ich jetzt hier nicht genauer drauf eingehen. Das wird man erst im Start des Servers sehen, und man sieht, da sind einige Sachen dabei, die sind wertvoll. Natürlich in dem Premium Battle Pass sind die Rewards nochmal ein bisschen besser. Sollte wahrscheinlich großteils sich einfach erledigen beim normalen täglichen Spielen. Wie genau der Progress ist, wie schnell es geht, wie realistisch das ist, jeden Monat das Ding voll zu machen, werden wir sehen. Auch die genauen Cashpreise, was es kostet, den Premium Battle Pass zu bekommen, werden wir leider erst am 10., am Freitag erfahren. Da wollten die Jungs noch keine Auskunft drüber geben. Genau. Immer am 28. resettet er, das heißt jeden Monat 20 Level, die man farmen kann, beziehungsweise 40 Stück, wenn man denn den Premium Battle Pass kauft. Jetzt kommen wir zu was es schon ewig gibt, was die meisten alten Hasen auch schon ewig kennen werden, das Affinity System. Das gibt es diesmal von Anfang an. Am Anfang erstmal nur mit zwei Systemen, einmal das aus Juno und einmal das aus Dratan. Es funktioniert wie überall: Sachen donaten, Monster töten und vor allem auch durch die Affinity Token. Und die Rewards sind natürlich ein bisschen custom. Iris Blessing und Talent Tree, da werden wir im nächsten Video da mehr drüber reden. Und auch ansonsten gibt es ein paar feine Titel und auch Items, die man dadurch bekommen kann. Auch wieder was wahrscheinlich passiv irgendwo mitlevelt, wo man aber auch aktiv werden muss, wenn man tatsächlich die höheren Ränge erreichen will. Also wieder ein Feature, was so nebenbei läuft, wo man was zu tun hat, ohne dass es einem langweilig wird. Das nächste große Feature ist der Party Dungeon. Den gab es damals auf Déjà-vu Oldschool schon, und ich glaube, auf Classic wurde er am Ende auch eingefügt, wobei ich da nicht mehr dabei war. Das ist sehr stark an das Mythic Plus System von WoW angelehnt. Das heißt, man kann mit bis zu 6 Playern in einen Dungeon reingehen, einen spezifischen. Der hat 3 Stufen, Easy, Hard und Hell, und muss dann innerhalb von einem bestimmten Zeitlimit diesen Dungeon clearen. Und die Bosse können verschiedene Relikte droppen. Natürlich, desto höher die Schwierigkeitsstufe, desto mehr Stats auf den Relikten drauf. Und die kann man dann einsetzen, um nochmal ein paar Bonus-Stats zu bekommen insgesamt. Zusätzlich gibt es so ein Domination System. Ich glaube, das steht hier unten. Sprich, mit jedem Mal, wo man den Dungeon komplett in Time cleart, kriegt man einen bestimmten Bonus dazu. Und der summiert sich natürlich auf. Also ihr könnt bis zu 50 Mal den Dungeon clearen und kriegt jedes Mal 2% mehr HP, bis ihr am Ende in 100% HP-Boost habt, also doppelte HP. Gleiches gilt für Attack.
Könnt bis zu 50% Attack Boost haben, für jeden Stat quasi. Und die gelten natürlich nur, wenn man in dem Dungeon drin ist. Das wird, denke ich, einer der wenigen Gruppen-Content sein, den es im Spiel geben wird. Und vor allem ein Endgame-Content sein, den man viel spielen wird, um die ganzen guten Relikte zu bekommen am Ende. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, wie wird das skaliert? Gehen wir jetzt mal davon aus, dass früher oder später noch ein weiteres Level Cap kommt, ob das 70, 80, 90, 100, was auch immer ist, muss man da mal schauen. Ob es dann bei dem nächsten Dungeon komplett neue Relikte gibt und alles wieder von vorne anfängt, etc. Das sind alles so Sachen, die stehen noch in den Sternen. Da müssen sich wahrscheinlich die Jungs selbst noch im Klaren drüber werden, was da gemacht wird. Aber das ist, denke ich, so was Gruppencontent und Endgame-Content angeht, einer der essentiellen Bestandteile des kommenden Servers. Auch ein Feature, was es schon mal auf einem Déjà-vu-Server gab, Candyworks. Es ist an sich relativ simpel. Man droppt verschiedenfarbene Candies in der Welt, bekommt sie durch verschiedene Events, Quests glaube ich sogar auch. Also durch alle möglichen Aktivitäten. Und hat die dann in seinem Candyworks-Tab drin. Und es werden einem, glaube ich, 3 verschiedene Preise angezeigt, gegen die man die Candies eintauschen kann. Und um die Preise zu resetten, gibt es sogenannte Rerolls. Von denen hat man eine bestimmte Anzahl generell und man bekommt die auch regelmäßig wieder. Allerdings, um weitere Rerolls zu bekommen, braucht man ein Item dafür, was man natürlich im Cash Shop kaufen kann, aber es auch durch alle möglichen anderen Systeme gibt. Und natürlich ist da die Chance, dass da besonders gute Items drin sind, ob das jetzt Talent Tree Coins sind, Affinity Tokens etc. Also wieder ein Feature, was so passiv ein bisschen mitläuft. Sprich, man muss nicht aktiv sagen, ich gehe die jetzt farmen, sondern das passiert einfach beim Farmen selbst. Das nächste ist Estella Sapphire, beziehungsweise in dem Fall Item Exchange genannt. Und zwar kann man, wenn man am Cap ist, FP oder im Englischen SP gegen diese Saphire, wie auch immer es im Englisch heißt, whatever, eintauschen. Und für diese Saphire bekommt man dann sind hier alle aufgelistet, verschiedene Items. Da sind natürlich bessere Trades dabei, zum Pet-Leveln oder um Affinity zu boosten. Und ich weiß nicht, wer jemals 2 Super Haste Potions holt. Ja, egal. Auf jeden Fall geht es darum, auch wieder im Endgame, wenn man am Cap ist, überschüssige FP irgendwie loszuwerden, den Leuten einen Anreiz zu geben, weiter zu grinden. Und das ist wieder so ein System, was einfach passiv mitläuft, wo du nicht sagst, oh, ich gehe jetzt einfach mal 500.000, okay, das Limit ist 200.000 FP farmen, nur um Affinity Tokens oder was auch immer zu bekommen. Maybe macht das sogar einer. Ich schließe bei der Community gar nichts aus. Aber das ist auch was halt mitläuft, wenn du sowieso die anderen Systeme voll machst, im späteren Caps nach den Rüstungen farmst. Das wird jetzt hier beim Level 50er Cap weniger der Fall sein, weil es noch nichts zu looten gibt und es eher nur um die Blutsiegel geht. Aber ja, hier sieht man auch schon mal einen von den Candyworks Reroll Token. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Da kann man die Gewinne oder die eintauschbaren Preise vom Candyworks resetten. Hier ist alles Mögliche dabei. Hier sind auch Gambling-Token dabei, da kommen wir gleich noch dazu. Affinity Booster, Battle Pass Booster, alles Mögliche. Also wieder eine Möglichkeit, einfach durch ganz normales Spielen ein paar extra Sachen abzustauben. Auch wird es wieder Ultramonster geben. Das ist was, wer sich lange zurückerinnert an den Déjà-vu Oldschool Server. Die kamen da mit dem 130er Cap. Ich mag nicht lügen. Im Prinzip ist das so eine Mischung aus Raid und Elite-Monster. Es gibt 4 oder 5 verschiedene, 4 Stück, Sasquatch, Harpien, Sphinx, Spearmänner und die Drachen. Und wenn man die Monster killt, besteht die Chance, dass anstelle von einem normalen Monster so ein Ultramonster spawnt und die haben eine 10-fache eine 10-fache HP-Leiste und sind bedeutend stärker als die Standardmonster, geben aber auch bedeutend mehr EP und vor allem
bedeutend besseren Loot. Ich gehe davon aus, dass man da so Sachen wie Candyworks Reroll Token, vielleicht sogar Talent Tree Token etc. bekommen kann und noch ganz viel anderen guten Kram. Auch wieder ein schönes Feature, wo man einfach Sachen zu tun hat. Und selbst wenn man am Cap ist und vielleicht schon besten Slot auf jedem Slot hat, noch irgendwo sich verbessern kann. Ich war mir nicht sicher, ob ich das Prestige-System bei dem Klassen- und Pet-Video reinbaue oder hier. Ist jetzt egal, ich erzähle euch hier was drüber. Und zwar geht es darum, wenn man am Cap ist, in dem Fall am Anfang Level 50, bekommt man für jede 10.000 Monstern, die man kloppt, wobei die Monster Level 45 oder höher sein müssen, einen Buff auf seinen Charakter. Das ist jetzt kein riesiger Buff. Bei 10.000 Monster sind es 25 Angriff, Verteidigung. Bei 20.000 Monster kriegt man noch 25 Ausweichen und Hitrate dazu und so weiter. Bis zu 50.000 Monster. Ihr seht es hier, 25 Angriff, 25 Verteidigung, Ausweichen, Hitrate, 200 Mana und HP, 25 Crit und Deadly. Die reißen es nicht raus, aber es ist wieder eine Sache, wo man am Cap weiter motiviert ist, hoffentlich einfach Monster zu hauen, einfach weiter zu grinden, weil es am Ende Rewards dafür gibt. Was halt aktuell unklar ist und für mich ein großes Fragezeichen ist, was passiert mit den Buffs, wenn das nächste Level Cap kommt. Verschwinden die? Hat man die für immer? Kommen mit dem nächsten Level Cap neue Prestige-Level dazu? Wenn man nicht Level 50 gespielt hat und macht einen Charakter auf Level, sagen wir einfach 100 ist das nächste Cap, muss man dann wieder bei 0 anfangen und muss die ersten 5 Level hiervon mitmachen, um dann später bei 100.000 erst das 5. Level der neuen Stufe zu haben. Ist noch ein bisschen unklar, aber ich bin mir auch wieder sicher, dass das den Jungs noch nicht so ganz klar sein wird, wie das mit dem nächsten Cap aussehen soll. Aber lass nicht zu viel über die Zukunft reden. Aktuell ist das, was man bekommen kann und dafür, dass man ein paar Monster mehr haut, denke ich, ist das eine ganz feine Sache. Noch was nur auf der Webseite existiert. Sie nennen es Cases, so ein bisschen Gambling würde ich sagen, wo man Spins gewinnen kann. Entweder in-game, wahrscheinlich kann man es auch für Cash kaufen, muss man mal sehen. Aber ihr habt vielleicht in den anderen Systemen, die ich eben gezeigt habe, hin und wieder Free Spins als Reward gesehen. Und mit den Spins hier kann man einmal ein Case Opening machen, ist ein bisschen an Counter-Strike angelehnt und kann dann da verschiedene Items gewinnen. Ich habe gehört, dass es vermutlich jede Saison, jedes Cap alle paar Monate, gleich wie der Tiered Spender, ich weiß es nicht genau, dass es neue Cases geben soll mit neuen Gewinnen und dass auch immer ein Hauptgewinn drin ist. Und ich habe gemunkelt gehört, dass in dem ersten Case ein Waffencover drin ist, dass es auch schon auf Déjà-vu Classic gab, nämlich die Randall-Waffen mit dem speziellen mit den Partikeleffekten in der eigenen Klassenfarbe. Also, ich denke, da wird man einiges an Spins reinstecken können, um hoffentlich sowas zu bekommen. Ansonsten kriegt man halt, ich sag mal, Daily Use Item. Das letzte, was ich euch heute noch zeigen will, ist der Tiered Spender. Ich weiß nicht, wer früher Area Games gespielt hat, der wird das öfter mal gesehen haben, wo man irgendwelche Master Stones bekommen hat, wenn man 300 Euro reingesteckt hat, etc. Ähnlich oder mehr oder weniger genauso ist das hier auch. Für Cash, das man kauft, also auflädt, donated, nicht für Cash, was man verbraucht. Man muss es nur kaufen, man muss es nicht mehr verbrauchen, kriegt man verschiedene Items. Bei 2000 sind es 3 perfekte Mondsteine, die Gambling-Token, von denen ich gerade geredet habe, Affinity-Token, andere Booster, Iris Blessing, reden wir nachher drüber, Party Raid, Dungeon, Entry Cards, die man brauchen wird, um in den Party Dungeon reinzukommen. Alles mögliche, Talent Tree reden wir auch im nächsten Video drüber. Und am Ende bekommt man dann einen Spezialmount. Auch das besprechen wir im nächsten Video. Insgesamt, ich muss lügen, aber ich glaube, es sind so 200 Euro, die man donaten muss, um das in einem voll zu machen.
hat aber 2 Monate Zeit. Daher auch die Annahme, dass eine Season vielleicht bei Mystery 2 Monate dauert. Ich gehe nicht davon aus, dass alle 2 Monate ein neues Cap kommt. Das wäre ein bisschen schnell. Könnte aber auch sein. Sondern dass einfach alle 2 Monate, wenn der Tiered Spender resettet wird, dass es vielleicht auch ein neues Case für den Case Opener gibt. Aber das sind alles Spekulationen von mir. Wäre natürlich cool, wenn das passieren würde. Was ich gehört habe, ist, dass der finale Reward vom Tier Spender unique bleibt. Also wenn ihr in einem halben Jahr das Ding haben wollt, könnt ihr das nur bekommen, wenn es handelbar ist. Also das Ding wird nicht im Shop auftauchen, sondern das hat man nur über den Season 1 Tiered Spender bekommen, wenn man 200 € donated hat für Cash. Kann man jetzt drüber reden. Da werde ich im nächsten Video bei den Patch noch was dazu sagen. Aber ja, so ist das. Generell ist zu sagen, es wird einiges zu tun geben. Ich weiß nicht, ob das schon alles war, ob da vielleicht noch was kommt, ob ich was vergessen habe. Aber es wird einiges zu tun geben, neben dem ganz normalen Drops farmen gehen, Items farmen gehen. Was jetzt mit Level 50er Cap natürlich noch nicht der Fall ist, Equipment droppen gehen. Es gibt Motivation, auch weiter zu spielen, auch wenn man im Level Cap ist. Seien das der Talent Tree, über den wir im nächsten Video reden, oder alles, was ich euch gerade gezeigt habe. Ich finde das gut. Ich bin auch ein Freund davon, dass es keine Dailies mehr gibt, sondern der ganze Content sich quasi auf diese Systeme beschränkt. Ich glaube mich zu erinnern, dass es auch noch irgendwas wie Activity gibt, wo man sich Quests zuweisen lassen kann. Bin ich mir aber nicht sicher, ob sie das bringen oder nicht. Ist jetzt eine Vermutung, habe ich bis jetzt noch nichts drüber gelesen oder habe es im Trailer vielleicht auch übersehen. Keine Dailies heißt aber für mich besonders, dass es weniger von diesen dämlichen Event-Items geben wird und hoffentlich mehr handelbare Sachen, sodass, wenn man was erfarmt, das auch theoretisch verkaufen kann. Weil das hat mich auf den anderen Server immer total abgefuckt, wenn man 300 Event-Items, 500 handelbare und noch 200 nicht handelbare Cache-Items, also von einem Item irgendwie 4 Varianten hatte, und dann wurde auf Classic dieser unfassbar behinderte, dieser Trade-NPC eingeführt, also User Experience war quasi 0. Ich hoffe, dass die Systeme das hier ermöglichen, dass es nur noch handelbare Items gibt. Jetzt mal abgesehen vielleicht von der Beginner-Box, wo vielleicht nicht handelbare Items drin sein sollten oder so. Sodass dieses ganze Problem sich erledigt hat. Generell bin ich gespannt, was das alles mit sich bringt. Ich bin gespannt auf die Cases, ob sich das wirklich so lohnt. Vieles davon ist natürlich Endgame, um einen ab Level 50 bei der Stange zu halten, was zu tun zu geben, sei es das Item Exchange oder Prestige oder die Party Dungeons etc. Aber es ist auch einiges dabei, was beim Leveln einfach passiv so ein bisschen mitläuft. Und das finde ich immer gute Sachen, wenn man nicht explizit irgendwas machen gehen muss, weil man es braucht, sondern dass bei den Sachen, die man sowieso macht, läuft es mit dabei, und da bin ich gespannt drauf. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr euch vielleicht noch gewünscht habt, wo ihr nicht ganz sicher seid, was das soll, ob das vielleicht keine gute Idee ist, und wie angekündigt im nächsten Video reden wir überhaupt über Klassen und Pets etc. Da kommt auch noch einiges auf uns zu, und dann denke ich, ist es auch fast schon Freitag und der Server wird released. Also an der Stelle wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Ich gehe davon aus, dass ich das Video an einem Sonntag hochlade, und wir hören uns beim nächsten Video. Haut rein.